Keep out, da muss er auf jeden Fall reingehen. Von dem Kabeldiebstahl mal in die geile große Halle. Hallo? Oder irgendwer hat plötzlich die Tage gekriegt. Ey, das ist Verschwörungstheoretiker haben das gemacht. Genau. Das ist schon mal wichtig, da muss ich wenigstens nicht würgen heute. Hallo Freunde, einen wunderschönen und willkommen zu einem neuen Lost Place auf meinem Kanal. Wir sind heute hier unterwegs in einem alten Eisenwerk oder Schmiede oder Eisengießerei, irgendwie sowas in der Art. Das Gelände ist ziemlich groß, laut Medienberichten seit 2018 verlassen, aber das sieht schon aus, sieht aus, als wenn es viel länger verlassen ist. Mit dabei ist Mr. Popcorn wieder, ihr kennt ihn aus meinen vorherigen Videos. Und auch Taber und Tobi aus der Gruppe Urbex Elite von Facebook. Hallo sagen. Hallo. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf die in die Facebook-Gruppe kommen. Dort gilt euch natürlich immer geholfen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Locations habt oder irgendwie Ausrüstung, bla bla bla, alles. Gerne bei Facebook einfach anfragen und wenn ihr ein bisschen Interesse habt an Lost Places, dann werdet ihr auch dort aufgenommen. Ja, was das Ganze gibt, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wollen wir mal in den ersten Raum hier reingehen? Das sieht aus wie der Umkleideraum. Geraucht wurde auf jeden Fall viel hier. Gehen wir in den alten Umkleideraum, so wie es aussieht. Hier an den Schränken stehen auch noch Namen. Deswegen möchte ich die nicht filmen, ansonsten muss ich wieder zu viel zensieren. Hier hängt noch eine schöne Kutte drin. Was haben wir hier? Kutter Sepp Feed. Schön zur Füße reinigen. Wahrscheinlich sehr wichtig hier. Ansonsten nur wieder Kleidung und Neutra Clean. Ein bisschen Duschzeug. Aber nichts Interessantes, einfach nur sehr viele Spinde. Also im ersten Moment sieht das aus, als wenn einer liegen würde auf dem Boden. Mit den Schuhen. Also dass das erst 2 Jahre dazu ist. Also ich habe es in der Zeitungsartikel so gelesen, aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich stimmen. So, einmal kurz in den Waschraum geguckt. Also schon ein paar Waschbecken, kenne ich noch von Bundeswehr. So schön in der Reihe aufgestellt. Und die einzelnen Duschkabinen. Und hier hinten geht es wahrscheinlich. Also noch mehr Duschkabinen, ja. Alles Duschkabinen. So, sind wir wieder zurückgegangen, gehen wir in den nächsten Raum. Hier sieht es aus wie Büro mit Kalender und Regenschirm. Hier würde wieder bestätigen, dass es bis 2018 ja auch war. Der Kalender ist am 22. Oktober 2018 das letzte Mal gezogen worden. Also schätze ich mal, das stimmt dann mit 2018. Jetzt gehen wir in den nächsten Raum hier. Große Halle. Ich hoffe, man kann das erkennen. Es ist ziemlich dunkel hier in dem Laden. Noch ein paar alte Rohrschränke. Ja, mein Gerät, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwas konnte hier reingepumpt werden und ich weiß nicht, und dann hier wieder zurück durch den Schlauch. Verdichter vielleicht? Das kann natürlich sein. Das ist Eisenwerk. Hier wird schön der Stahl geschmiedet. So sieht das aus. Das ist von einem Lichtbogenofen. Die Öfen, wo der Stahl geschmolzen wurde. Also ist ein Bild davon. So, was haben wir hier? Den nächsten Raum. So, und hier haben wir einen Raum voller Unterlagen. Ja, super. Seht ihr Leute, der ganze Raum voller Unterlagen, alles voll. Und ich wundere mich, dass hier noch so viel in den Schränken ist und das noch nicht rausgerupft wurde. Wenn ihr schon länger meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich vermeide, in diese Akte reinzugucken, weil ich einfach keinen Bock habe, das zu verpixeln. Die Schränke sind auch noch alle voll. Hier haben wir noch einen wahrscheinlich zum Draufbügeln oder so gewesen. Ich weiß es nicht. Hansa 683, vielleicht findet einer von euch das Gerät. Sowas wurde hier auf jeden Fall gefertigt. Das ist ein Gussteil. Das heißt, ein Metall oder Eisen oder das geschmolzen ist in eine Gussform gekommen und dann kommt sowas da raus. Kennt ihr vielleicht von euren Autos. Zum Beispiel von den Krümmern. Das ist genau dasselbe Prinzip. So, nächste Halle. Das ist echt ziemlich gut hier in dem Laden. Das meiste ist schon leer. Da geht aber noch ein Raum rein. Essraum. War wahrscheinlich auch
Nicht Esshilfraum, sondern war Pausenraum, so wie das hier aussieht. Immer schön Grill am Start, Kaffeemaschine. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die gute alte Schaschliksoße. Ich gucke ja mal gerne auf das Ablaufdatum. 17.04.2018, ist noch gar nicht so lange her. Das ist die Pause, wo die Kollegen dann halt schön die Pause gemacht haben. Da haben sie immer schön gesessen hier, mal schön den Kaffee getrunken in der Pause, Scheiße gelabert. Oder auch manchmal wichtige Themen. Und in den nächsten Raum sehe ich sofort wieder Akten. Hier sind die ganzen Gerätschaften leider draußen, deswegen kann ich nicht sagen, was genau hier gemacht wurde. Aber vielleicht sehen wir gleich noch ein paar Geräte. Sieht für mich aus wie Zerspannungsbereich, also Drehmaschine, Fräsmaschine und alles, denn im Direkt befinden sich noch Späne vom Drehen, Fräsen und Abholen. Und ein Pot. Das ist natürlich eine geile Arbeitsstelle, ne? Wenn du dann hier gerade an der Drehmaschine stehst und dann auf den Pot musst, dann hast du den Weg nicht weit. Schon Luxus. Gucken wir in den nächsten Raum. Bitte nicht rauchen. Auf jeden Fall feucht hier. Von der Decke da oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Alles nass hier. Feucht. Das gute Castrol, Verdünnung, alles noch da. Die ganzen Ordner noch in der Schränke. Wahnsinn, dass sie das hier einfach zurücklassen. Was haben wir hier? Lehrmittel. Kann auch sein, dass hier die Azubis drin sind, aber nee, ich glaube nicht. Hier hat einer das Paket von der LED Lensa. Seine Taschenlampe ausgepackt. Und das Papier gelassen. Hier kann ich mir vorstellen, da das Fenster ist, dass hier der Meister saß und alles immer schön beobachten konnte. Und eine Dippeltasse, wollte ich auch schon mal nicht mehr gesehen. Wenn ihr eine tauschen möchte, gerne. Schreibt mich an. Also wer Bock auf eine Frikadelle hat, kann das gerne. Das ist eklig. So, dann gehen wir wieder raus. Und mit dem Gebäude sind wir dann, glaube ich, soweit durch. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, denn von der gegenüberliegenden Straßenseite könnte man uns erkennen. Und das wollen wir ja nicht. So, kurz in den nächsten Raum gegangen. Hier geht es sogar noch runter, aber ist wahrscheinlich nur eine Auffanggrube. Und hier ist alles am Tropfen. Jetzt sind wir in den nächsten Raum gegangen, oder in die nächste Halle. Und es wird ziemlich dunkel wieder, da hinten. Und hier sind wir nach oben. Gucken wir uns aber gleich an. Hier sind die ganzen Gussformen. Zig verschiedene Gussformen, wo dann das flüssige Eisen eingefüllt wurde. Aber verschiedenste Teile, die gegossen wurden, wahrscheinlich auch irgendwas für Autos und für Schiffe und für, hast du nicht gesehen. Die Firma ist insolvent gegangen, deswegen ist das Ganze jetzt hier leer. Und dieses Komplex soll abgerissen werden und es sollen Wohnungen drauf entstehen. Eigentlich sollte schon längst hier angefangen worden sein, aber es ist noch nicht so weit. Hier ist das ganze Lager voller Gussform. Aber hier ist tatsächlich hier so ein Osterlamm. Oh, Seht ihr ja. diese Kuchenform? Ja. Ja, das sieht aus wie eine Kuchenform, genau, richtig. Kann man sogar als Kuchenform benutzen. Im Prinzip ist ja dasselbe. So, hier haben wir eine Glocke und hier haben wir noch alte Gemäuer. Das sieht schon sehr alt aus. 1910 wurde das, glaube ich, aufgemacht, wenn ich mich richtig informiert habe. Das würde auch erklären, warum hier so alte Gemäuer noch sind. So, jetzt ist es scharf. So, im Lager der Gussform sind wir jetzt fertig und wir gehen mal die Treppe nach oben. Das ist der Vorarbeiterplatz, so wie es aussieht. Das ist sogar noch der Monitor und so alles ganz. Aber der kommt das auseinandergebracht. So, hier ist der Platz des Vorarbeiters oder des Meisters, wie sich gehört mit Aschenbechern. Und der Monitor ist sogar noch gar nicht beschmiert oder kaputt gemacht. Schön. So, und hier haben wir noch ganz viele Gussformen. Und ganz viele Buchstaben. Hey. Buchstaben und Zahlen. Gehen wir durch in den Herrenraum da hinten, der offen ist.
Kabeldiebe waren ja auch schon am Start, überall liegen die Hüllen der Leitungen. Hier sind keine Kabel mehr drin, es ist nur noch die Hülle der Leitung. Hier haben wir nochmal Raum 1. Sieht man besser, Raum 1, Herren. Aber noch alles voller Gussform. Über die Zeit, 100 Jahre, ein bisschen mehr als 100 Jahre, hat sich also einiges angesammelt an Gussformen. Dann wagen wir einen Blick aus der Tür. Aber das ist nichts Großartiges, oder? Das war mal wahrscheinlich ein Schacht, ein Brunnen, irgendwie Lüftung oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie die im Sommer hier dann auch draußen saßen und gegrillt haben, Bierchen gezischt haben wahrscheinlich. So, dann sind wir da in den Raum auch durch und jetzt gehen wir mal geradeaus in den Raum 2. Was verbirgt sich hinter Raum 2? Hier kann man sehen, dass die Kabeldiebe aber voll, aber wirklich voll zugeschlagen haben. Alter Verwalter, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das für eine Arbeit gewesen? Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Mich fasziniert mehr hier diese, was sie alles geklaut haben. Das ist ja unfassbar. Unfucking fassbar. Von dem Kabeldiebstahl mal in die geile große Halle. Satan. Ich muss gerade erstmal zu Ende staunen. Krass. Krass große Halle. Sehr geil. Der ganze Boden ist voller Sand hier. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze Halle stand mal voller Geräte und wie heiß das hier war. Also voller Öfen. Die sind alle schon weg. Ich weiß gar nicht, wo ich halt zuerst anfangen soll. Ich gehe einfach mal mit dem Strom. Eigentlich gehe ich ja ungern mit dem Strom, aber diesmal machen wir das. So, hier haben wir noch ein bisschen Schlacke, oder wie das aussieht. Schlacke von den Öfen, Reste. Hier haben wir... Oh, hier geht's runter. Nach unten gehen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal hier oben weiter. Hier sind da irgendwelche Behälter aus Holz. Auch Gussform wahrscheinlich. In groß. Was haben wir hier im Regal? Sieht aus wie Pflanzen irgendwie, wo du eintopfen kannst, die Pflanzen. Ja. Keep out, da muss auf jeden Fall reingehen. Hallo? Hallo. Ach, noch Urbexer, okay. Ja, ja. Ja, okay, dann ist ja gut. Verwaltungsgebäude. Ja, auch alle Ordner noch am Start. Alles da. Aber er war auch mutig. Ja, alleine ist schon. Oh. Ich würde nie alleine in ein Lost Place gehen. Das Verwaltungsgebäude, alles am Start. Ordner. Außer die Kabel. Ja, hier saßen dann die ganzen Bürohengste, sag ich mal. Und haben die Arbeit außerhalb der Hallen erledigt. Alles voller Büros. Ich möchte nicht zu nah an die Fenster gehen, denn da ist die Straße und man könnte uns sehen. Das ist alles einfach Büroräume mit Ordnern und wo dann auch der Werksleiter mit Sicherheit irgendwo hier saß. Kann ich mal rumzeigen. Alles voller Ordner. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück in die Halle und gucken uns die Halle weiter an. Deswegen muss man auch immer gutes Schuhwerk dabei haben, denn man weiß ja nicht, was einer erwartet. Hier haben wir die erste Maschine. Rüberwerk. Das sieht aus wie eine Presse. Ist das eine? Hier ist auf jeden Fall das Bedienfeld. Für mich sieht das aus, als wenn das rechts und links was geklemmt wäre und von oben dann mit Druck, hier ist nämlich auch eine Baranzeige, mit Druck reingefüllt wurde oder ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Art. Schaltschränke. Aber ansonsten
Nichts sehr Interessantes. Was haben wir hier für eine Maschine? Auch wieder sowas, wo von der Seite geklemmt wird und dann was reingeschossen wurde. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier wurde an der Seite Zeugs reingefüllt. Ja. Wurde ausgegossen von hier, oder? Oder ausgegossen. Ja, so ist wie als wenn das so. Oder reingegossen. Auf jeden Fall wurde hier was gegossen. Also Graffiti sind eigentlich gar nicht schlecht hier. Also habe ich schon, da hinten war schon geiles Graffiti und die sind auch nicht, also die sehen jetzt nicht schlecht gemacht aus. Habe ich schon schlechtere gesehen. Hier haben wir noch eine kleine Waage. Mal gucken, ob die auch anzeigt. Was zeigt die an? 86? Ja, kommt hin. Ja, 86. Mit der Ausrüstung passt das. Also die ist noch geeicht, die geht noch. Am Arsch. Ja, da stand aber dreistellig da, oder? Hier sind Schaltschränke bei für die Öfen. Das ist dann auch wieder Vorarbeiter oder Meister. Ja. Hier sind noch Kabel vorhanden. Wundert mich eigentlich. Genau. EG9 verdient hier 2.337 Euro. Brutto, Hungerlohn. So, weiter hier mit der Geschichte. Das ist wieder hier ein Lager für Gussform. Und ein Käfig, Fahrstuhl. Ja, dann gehen wir die Treppe hier hoch. Das ist wieder ein großer Ofen. Auf jeden Fall einen fetten Lüfter für die Anlage hier. Ein Trocknungsofen. Ja, das ist ein Trocknungsofen. Hier ist der Fahrstuhlschacht. So, jetzt sind wir noch eine Etage höher gegangen und es gibt sogar noch eine. Ja. Gucken wir mal kurz hier auf die Gerätschaft von oben, auf der Gerät. Das ist aus Holz, aber das betrete ich dann jetzt mal nicht. Safety first. Und ich bin zwar kein Fan von Holztreppen, aber die sieht stabil aus. Deswegen gehen wir mal hier hoch. Und auch nur wieder Gussform gerade. Wir sind jetzt von oben runtergegangen und gehen einfach die Halle hier weiter entlang. So, das ist unter Wasser. Können wir leider nicht hergehen. Ziemlich viel Betrieb hier. Ungewohnt für mich. Ungewohnt für mich, dass so viel Betrieb hier ist. Normalerweise bin ich immer alleine. Also sind wir immer alleine. So, hier sind wieder Fahrführanlagen, wie es aussieht. Was haben wir hier? Also wir haben jetzt in irgendeinem Bunker, würde ich sagen, einen Schützengraben, aber wahrscheinlich musste das damals so gebaut werden, weil es nicht anders ging. Und jetzt sind wir, das ist glaube ich die Chemiebude, so wie es aussieht. Verschiedene Chemikalien, ein Abzug. Also, hier wurde auch irgendwas gekocht. Heisenberg war hier? Natürlich nicht. So, dann in den nächsten Raum. Der Schaltschrank wieder. Sieht aus wie Trafo. Ich glaube, das ist ein Trafo. Ich glaube es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Trafo ist. So, also jetzt hier noch ein Bürotrakt, sag ich mal. Das ist die Bestrafungskammer. Verbot für Personen mit Herzschrittmacher. Oder ich korrigiere mich, das hier ist das Bestrafungszimmer. Mit Strom. Ich habe gehört, da hat einer ordentlich geblutet, das nehmen wir natürlich mit. Alles volle Batterien. Ja, hat sich einer am Glas geschnitten, was? Auf jeden Fall einer getroffen. Und das kommt nicht von der Decke. Also das Blut ist noch, noch frisch, das sieht man auch. Hier ist schon ein bisschen angetrocknet. Ja. Aber wie hat der denn geblutet? Ja, ich weiß es nicht. Wenn wir gleich irgendeinen finden, der hier rumliegt, dann wissen wir Bescheid. Das sind verschiedene Gerätschaften, Schleifmaschine oder Plattenspieler, man weiß es nicht so genau.
Oder irgendwer hat plötzlich die Tage gekriegt. Ja, dann sind wir oben fertig und gehen weiter in den nächsten Abschnitt. So, dann gehen wir raus wieder in den nächsten Gebäude rein. Die große Halle haben wir jetzt hinter uns. Und da ist einfach nur hier Lagerfläche. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Lagerraum. Versuchswerkstatt. Am schönsten hier. Wie cool. Ey, das ist Verschwörungstheoretiker haben das gemacht. Genau. Ja. Tupac war auch hier. Das ist der Thug Life Helm 69. So, hier ist noch eine Tür. Gehen wir raus. Büro und viele Ordner. Wieder. Das sieht aus wie nee, Werkstatt. Das ist, glaube ich, eine Werkstatt gewesen. Ja, das Gelände ist ziemlich groß. Ich glaube, zeitlich schaffen wir gar nicht alles. Aber das Interessante haben wir ja schon gesehen, glaube ich, mit der großen Halle. Und es ist noch mehr Lager. Über die Jahre hat sich viel angesammelt. Da gehen wir jetzt mal nach unten. Schauen wir mal in den nächsten Eingang hier. Da rechts aber sieht auch wieder ein Büro aus. Ja. Komplettbüro. Alles voll. Oh, Kühlschrank. Aber ist leer, zum Glück und stinkt nicht. Das ist schon mal wichtig, da muss ich wenigstens nicht würgen heute. Mir fehlen so ein bisschen die Bottiche, wo das flüssige Eisen drin war. Aber kann auch sein, dass die schon weg sind. Jetzt sind wir aus der großen Halle raus. Und man kann es ja echt schön sehen von da hinten. Wir gehen kurz hier. Das sieht aus wie Werkstattgebäude, glaube ich, oder? Standhaltung, Schlosserei, irgendwie sowas. So, hier ist aber noch ein Meisterbüro wieder. Oder Vorarbeiterbüro. Ja, ein kleines Büro mit Waschbecken, Musik. Und der Ausblick nach draußen. Nicht sehr schön. So, hier sind wir dann kurz im Lackierraum. Ganz schön in, weiß ich, lila, pink, rosa, alles gemischt. Signalfarbe. Ja, Signalfarbe. Signalfarbe. Auf jeden Fall muffig. Ja, hier wurde ordentlich gesprüht. Ist aber sonst nicht sehr viel Interessantes. Naja, nimmt man natürlich auch mit. Ja, ich würde sagen, wir sind mit dem Gebäude oder mit der großen Fabrik soweit durch. Ich fand es sehr interessant und groß. An dieser Stelle schöne Grüße an Nikao Outdoor. Mach weiter so, du bist sehr sympathisch. Kann den Kanal nur empfehlen, der ist unten verlinkt. Ja, ansonsten bleibt mir hier viel zu sagen, außer bleibt gesund. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo. Freue ich mich immer sehr drüber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil.